Hallo Leute und willkommen auf unserem YouTube-Channel A Hiking Viking. In dem heutigen Video wird es darum gehen, was für Frisuren Wikinger wirklich hatten. Wie viele andere Frauen auch liebe ich natürlich Ragnar Lodbrok in Vikings. Das darf mein Mann aber nicht wissen, also pst. Ich habe ihn auf die glorreiche Idee gebracht, in einen Afro-Shop zu gehen und sich eine dementsprechende Frisur machen zu lassen. Außerdem werdet ihr in dem heutigen Video auch erfahren, was für Frisuren wirklich die Wikinger gehabt haben und ob das nicht alles nur eine Hollywood-Erfindung ist. Ich will, dass mein Mann aussieht wie ein richtiger Wikinger, weswegen ich auf die Idee gekommen bin, dass er sich natürlich auch so eine Frisur machen lassen kann. Und wo kann man am besten flechten lassen? Natürlich in einem Afro-Shop, weswegen wir jetzt in den Afro-Shop radeln werden. Ich möchte ja meine Haare genauso aussehen lassen wie Ragnar Lodbrok. Könnt ihr hier sehen. Und jetzt schauen wir mal kurz rein und schauen, ob die Jenny auch da ist. Hier könnt ihr auf jeden Fall mal die volle Haarpracht begutachten. Sieht nicht ganz so aus wie bei Ragnar Lodbrok, aber es ist auf jeden Fall ganz gut gelungen. Das wird wahrscheinlich in mehreren Videos noch zu sehen sein. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt noch ein paar Fakten zu den Wikingern und natürlich zu den Haaren. Bei Ausgrabungen zum Beispiel hat man gesehen, dass der durchschnittliche Wikinger, also der Wikingermann, 1,72 groß ist und die durchschnittliche Wikingerfrau ist 1,58 groß. 921 hat ein arabischer Diplomat gesagt, dass Wikinger so groß sind wie Dattelpalmen. Damit wollte er sagen, dass Wikinger sehr große Menschen sein sollen. Für damalige Zeit war das natürlich, ja, waren Wikinger jetzt nicht so groß. Man kann also davon ausgehen, dass auch die arabischen Menschen noch ein bisschen kleiner gewesen sein müssen. Man hat auch festgestellt bei Ausgrabungen, dass bei Wikingern die Schultermuskulatur ausgeprägter war, da die Wikinger ja sehr viel damit beschäftigt waren zu rudern und ihren Schwertkampf zu trainieren. So, und jetzt zu den Haaren. Es gibt keine Nachweise dafür, dass Wikinger tatsächlich ihre Haare so geflechtet haben, wie ich jetzt meine Haare hier. Tatsächlich war es eigentlich eher so, dass die Wikinger lange, glatte Haare hatten, sowohl die Frauen als auch die Männer. Man hat bestimmte Runensteine gesehen oder andere Schmuckstücke, in denen die Wikinger natürlich abgebildet waren, und dort hatten sie meistens eher schulterlange Haare und die Frauen etwas längere. Dabei waren die Haare der Frauen sehr kunstvoll immer dargestellt, also mit Schmuck. Die Wikinger waren auch keine Barbaren, so wie man das immer aus dem Christentum beschrieben hat. Ganz im Gegenteil, man hat bei den Wikingern Kämme gefunden, die waren sehr auf ihr Äußeres bedacht, und nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Man hat bei Ausgrabungen Kämme bei den Männern gefunden und man geht davon aus, dass die Männer durchaus auch ihre Bärte gekämmt haben, nicht nur ihre Haare. Bartperlen hat es auch nicht gegeben, das ist ebenfalls eine Sache, die sich Hollywood ausgedacht hat. Ich persönlich finde Bartperlen richtig cool, ist leider der Fantasie entsprungen. Genauso wie die geflechteten oder verfilzten Haaren der Wikinger gab es leider so nicht. Auch der Undercut, wie man es bei Ragnar Lodbrok in der Serie Vikings sieht, ist eher eine Fantasiegeschichte. Es gibt auch keine Überlieferung darüber, dass die Wikinger Undercuts getragen haben. Schon viel ähnlicher kommt die Darstellung von Björn Eisenseite in der Serie Vikings, ist hier oben zu sehen, dass praktisch die Haare vorne etwas länger waren und hinten etwas kürzer. Dazu noch eine Information, und zwar hatten die Wikinger
auf jeden Fall Bärte, allerdings nicht solche Rauschebärte bis zum Boden runter, sondern eher einen, sage ich mal, sehr gesunden Vollbart. Ich würde mal behaupten, noch etwas mehr als ich jetzt aktuell habe. Unterm Strich, auf jeden Fall waren die Wikinger Menschen, die auf ihr Äußeres sehr viel Wert gelegt haben und nicht solche Barbaren, wie man sie im Hollywood gerne mal darstellt. Allerdings muss ich sagen, die Frisuren aus Hollywood sind sehr gut gelungen. Mir gefällt das auf jeden Fall, deswegen habe ich mir die Haare ja auch so machen lassen. Ob ich das jetzt nochmal machen würde, weiß ich nicht. Ich habe insgesamt dafür 70 € gezahlt. Ich finde es auf jeden Fall preiswert, muss ich sagen, für die Arbeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und hier könnt ihr jetzt noch ein paar Outtakes anschauen. Schatz, willst du, dass ich gut gelaunt bin in dem Video oder willst du, dass ich einen auf Depri mache wie du in den letzten Videos? Ja, genau, der hat gesessen. Was, Penis? Wolltest du gerade Penis sagen? Hallo Leute und willkommen auf unserem YouTube-Channel A Hiking Viking. Ich will, wie viele Frauen auch, wie viele andere Frauen auch, liebe ich natürlich Travis Fimmel in Vikings und habe meinen Mann dazu genötigt, eine Wikinger-Frisur zu machen. Diese keine Deutsch. Und gaukel nicht mit dem Stuhl rum. Ich weiß nicht. Hallo Leute und willkommen auf unserem YouTube-Channel A Hiking Viking. Wie viele andere Frauen auch, liebe ich natürlich Travis Fimmel in A Hiking Viking. Das dürfte natürlich nicht meinem Mann verraten. In A Hiking Viking, Hasi. In Vikings. King. Ich versuche jetzt nicht Annalena Baerbock zu sein und einen gescheiten Satz auszusprechen, ohne mich zu verhaspeln. Diese Deutsch kaputt.